Die alte Börsenweisheit Sell in May and go away, but remember to come back on Halloween sagt, verkaufe deine Aktien im Mai, aber vergiss nicht an Halloween wieder zurückzukehren und eben dann spätestens wieder Aktien zu kaufen. Nach dem Einbruch an den Finanzmärkten und der nun anhaltenden Corona-Krise drängt sich natürlich die Frage auf, ob diese Börsenweisheit in Krisenzeiten überhaupt noch gilt. Und das wollen wir besprechen. Jetzt mit Thomas Hupp, er ist Spezialist für saisonale Börseneffekte. Einen schönen guten Tag nach Freiburg. Hallo Herr Franik, ich grüße Sie. Ja, was halten Sie denn von Sell in May mit Blick auf die Corona-Krise und die Geldschwemme durch die Notenbanken aktuell? Ja, also die Frage wird ja jedes Jahr gestellt, klappt Sell in May oder nicht? Also ich denke, für den Praktiker hat es keine Relevanz, möchte ich gleich mal einfügen, weil entweder mache ich Sell in May Strategie oder nicht. Ich brauche für eine Anlagestrategie eine gewisse Trefferquote, die ist bei Sell in May oder bei der Halloween-Strategie bei 60 bis 90%, je nachdem wie lange ich anwende. Und da ich leider keinen zuverlässigen Indikator habe, der mir im Januar sagt, dieses Jahr klappt es oder dieses Jahr klappt es nicht, bleibt es mir nur wie bei vielen anderen Strategien auch einfach konsequent und diszipliniert durchzuhalten. Und da es keinen Indikator gibt, kann ich auch nur schätzen. Und ich glaube aber, dass 2020, um die Frage zu beantworten, ein saisonales Jahr wird, trotz Corona-Krise, allerdings eher etwas verschoben. Sie wissen ja, ich bin Verfechter Juli, aber es kann sogar dieses Jahr bis in August verschoben werden, dass wir da nochmal gute Kurse zum Verkaufen kriegen für die saisonale Anlagestrategie. Sie sind Experte für saisonale Effekte an der Börse. Ich habe das eingangs erwähnt. Herr Hupp, erklären Sie uns bitte, was versteht man unter dem Sell-in-May-Effekt überhaupt oder auch dem Halloween-Effekt, mit dem Sie sich ja auch sehr ausgiebig schon beschäftigt haben? Genau, also Sell in May oder Halloween-Effekt sagt man in der Wissenschaft. Sell in May ist ein bisschen bekannter. Heißt, dass die Rendite zwischen Halloween und Mai höher ist am Aktienmarkt als von Mai bis Halloween. Und das kann man feststellen, sogar 300 Jahre zurück. Da gibt es viele, viele Studien drüber. Und es beschreibt, dass Rendite am Aktienmarkt saisonal verläuft, also nach dem Kalender. Das ist diese Börsenweisheit. Sie wissen ja, dass ich grundsätzlich immer auch nach fundamentalen Gründen schaue, um auch Börsenentwicklungen zu erklären. Deshalb auch die Frage an Sie, gibt es diese fundamentalen Gründe, die für den Halloween-Effekt sprechen? Nein, die gibt es nicht. Also fundamental, das heißt also aus der Realwirtschaft stammend, kann man nichts erkennen. Wenn Sie Langzeitstudien machen, sehen Sie, dass die Gewinne wirklich Monat für Monat gleich sind, sich gleich verhalten. Die Branchen, klar, es gibt saisonale Branchen, es gibt aber welche, die sind gerade entgegengesetzt, die gleichen sich aus, sodass die Aktienmärkte und die Indizes eigentlich die Gewinnverteilung über das Jahr komplett gleich haben. Da finden wir nichts. Wo wir aber Saisonalität finden, ist in der Stimmung, also gerade IFO, ZEW, so Stimmungsumfragen, die sind im Frühjahr oft viel besser als im Herbst. Oder auch die Prognosen an den Aktienmärkten von Aktiengesellschaften sind im Frühjahr deutlich besser, werden angehoben als im Herbst. Daher kommt die Saisonalität und dann haben wir noch ganz viele Stichtage im Kalender, Quartalszahlen, Quartalsberichte, an den Aktiengesellschaften Rückkäufe tätigen können, wie im April, Juli, Oktober und Januar, ganz wichtige Monate, Optionsverfallsdaten. Also wir haben ganz viele Stichtage im Kalender, die die Aktienrendite und das Anlegerverhalten beeinflussen. Daher kommt die Saisonalität. Jetzt verraten Sie uns doch noch, Sie haben es ja auch schon ganz kurz erwähnt, Sell in July, da sind Sie eher ein Verfechter von, warum Sie Sell in July bevorzugen im Vergleich zu Sell in May. Genau, der Juli, der spielt noch eine ganz entscheidende Rolle. Also Mai und Juni sind ja tatsächlich eher schwache Monate, deswegen überlegt man eigentlich schon Ende April, ob man aussteigen soll. Aber der Juli bietet oftmals noch die Verkaufschance auf viel höhere Kurse. Statistisch belegt um 50% häufiger der bessere Monat als der Mai. Und das hängt davon, die Halbjahresbilanzen kommen raus, Anfang Juli. Dann sind viele Aktiengesellschaften, die im Juli nochmal Rückkäufe tätigen können. Hier erhöht sich die Liquidität und deswegen ist der Juli auch der bessere Monat für die Anlagestrategie, vor allem wenn man, was ein Aktienanleger ja macht, 10 Jahre und länger anlegt. Da ist sogar das Risiko noch kleiner als bei Sell in May, wenn man Sell in July nimmt. Deswegen nehme ich den Juli. Nun haben wir ja einen ganz erheblichen Kursrutsch im März schon gesehen. Es war der schnellste überhaupt in der Börsengeschichte. Für wie wahrscheinlich halten Sie denn jetzt einen weiteren Rutsch, vielleicht gar einen Crash nach den Ereignissen dieses Jahres bisher? Ja, das genau. Wenn jetzt nämlich ein großer Crash käme im Mai oder Juni, dann wäre Sell in July schlecht gewesen.
Da fehlt mir aber wirklich die Fantasie. Wenn wir sehen, die Geldmenge in den USA wurde in 2020 um 25% erhöht, bei fallendem GDP. Das ist normalerweise selbst bei steilen Verläufen in 5 Jahren der Fall. Das haben die in 3-4 Monaten jetzt gemacht und das sind ja nicht die einzigen. Die EZB erhöht weltweit, fluten die Zentralbanken die Märkte mit Geld und wir wissen, an der Börse ist die Liquidität der Treiber der Kurse und bei so einer hohen Liquidität fällt mir wirklich die Fantasie, dass die Kurse runtergehen. Das ist der eine Grund. Der andere und wichtigere Grund ist, und da freue ich mich, denn der April, viele haben das noch gar nicht im Fokus, im April haben die Aktienmärkte ja wieder eine Gegenbewegung gemacht, 13,1% plus am MSCI World. Nur die Gewinne dieser Aktien, die sind deutlich stärker gestiegen im April, haben viele gar nicht so betrachtet. Das heißt, wenn ich jetzt Aktien kaufe, obwohl die um 13% gestiegen sind seit dem Tiefkurs, kaufe ich billiger ein als vor 4 Wochen. Und das sehen auch die großen Vermögensverwalter, die die Rendite im April gar nicht mitgemacht haben, weil sie vorsichtig waren. Und jetzt können sie noch billig einkaufen. Das ist der zweite Grund, warum ich glaube, dass jetzt viele auch noch in den Aktienmarkt einsteigen. Bei jedem kleinen Rücksetzer wird sofort investiert und da bin ich aktienmäßig in den nächsten Monaten eigentlich eher sehr positiv gestimmt. Welche Empfehlung können Sie jetzt abschließend den Anlegern geben, Herr Hupp? Kaufen, verkaufen oder einfach mal nur verschnaufen und sich das Schauspiel von der Seitenlinie anschauen? Ja, das sind alles gute Tipps. Nein, ich würde tatsächlich, würde ich mir überlegen, je nachdem, wie das Portfolio schon gestrickt ist, die Aktienquote sukzessive zu erhöhen, wirklich einzukaufen für mutige Anleger. Dann bleiben Sie Ihrer Anlage und Ihrer Anlagestrategie treu, auch den Aktien. Wir wissen, das hebt sich alles irgendwann wieder auf, irgendwann geht es wieder aufwärts. Ich empfehle die Diversifikation, spielt eine ganz wichtige Rolle fürs Portfolio. Nicht nur Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Edelmetalle, vielleicht auch noch Immobilien hier zu streuen, sondern auch noch verschiedene Anlagestrategien. Und da spielt die Saisonalität eine wichtige Rolle, das mit reinzunehmen, um das Portfolio wirklich ruhiger zu halten, weil jede Anlagestrategie Vor- und Nachteile hat. Dann würde ich noch was anderes bedenken, eine ganz wichtige eine Empfehlung, die ich geben würde. Ich würde mir wirklich genau überlegen, wie viel Geld ich bei der Bank noch als Reserve lasse. Denn bei so einer Geldmengenerhöhung ist wirklich die Frage, was ist mit 500 Euro, was ist der noch wert? Was ist so ein Schein unserer Euro noch wert, wenn die Menge so gestiegen wird oder der Dollar, was passiert mit dem? Und das können wir gerne in einem nächsten Video mal unter die Lupe nehmen, was passiert mit den Werten, wenn die Geldmenge so erhöht wird. Das sollten wir in der Tat besprechen und es ist schön zu sehen, dass Sie auch Euro und Dollar physisch noch in der Hand haben. Also Thomas Hupp hat noch einen 500-Euro-Schein gerettet, bevor er eingestampft wurde. Herzlichen Dank, Herr Hupp, für das Gespräch. Alles Gute und bleiben Sie weiterhin schön gesund. Herzlichen Dank, Herr Franik. Bleiben Sie auch gesund. Bis bald.